Kinnalifsaapiaq tuqtuutukami qilamittaun. Tabra ivaqtani tautukkai. Annap qaaslikkaluaqtuk agalaan igilauningap siqqaqanaqsisiinnyaqtuq. Und damit hey ho und let's go zu Never Alone. Nach ein paar Versuchen habe ich es endlich geschafft. Ich habe wohl ein paar Probleme mit der Boal-Dings da umzugehen. Ist auch ein bisschen schwer die Steuerung, muss man sagen. Aber ich habe es dennoch geschafft. Neue Kulturartefakte haben wir freigeschaltet. Mal sehen, was da so gibt. Ich spare mir den Originalnamen auszusprechen. Die Schneebrille. Interessant. Interessant, was sich die Leute so ausgedacht haben, um dort zu überleben. Man sagt ja, Not macht Menschen einfallsreich oder so. Irgendwie so jedenfalls. Sehr interessant. Steht sogar etwas. Vielleicht vom Besitzer irgendwas. Sehr interessant. Was haben wir hier? Ein Kamm? Ne, Kopfschmuck. Auch interessant. Ich sage ja, was die sich so alles ausdenken, und vor allem nicht alles ist ja zum Überleben wichtig. Da sieht man auch, die haben auch Freizeitaktivitäten, also. Weil ich stelle mir halt das Leben so vor, wenn man wirklich da irgendwo in einer Extremsituation lebt, wegen eisigen Gebiet, was gibt's noch für, also so verschiedene Extremgebiete, da denke ich mir nur, haben die überhaupt was anderes noch zu tun, außer zu überleben? Aber sonst würden ja alle da verschwinden. Ah, die Bola, genau. Schönes Instrument. In echt sieht das Ding so aus. Einfach mit einer Schnur 6 Stöcke befestigt. Noch ein paar schöne Eingravierungen. Und was haben wir hier? Eine Trommel. Auch schön. Musik machen sie ja sehr gerne, haben wir schon bei einem Filmchen gesehen. Und dass die sowas basteln können, natürlich auch sehr cool. Aber weiter geht's erstmal mit der Story. Malagogone ubulugone wishaublutik. Gestrandet, ein neues Filmchen. The scaredest I've ever been. I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies. And there was 3 of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark shadow on the ice. We look and it goes behind us.
So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense fog. Within a couple hours we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. Sehr beängstigend, vor allem diese Isolation. Allein auf einer Eisscholle, gut. Auch zu zweit, zu dritt. Macht's auch nicht viel besser. Hey, da hinten ist irgendetwas. Robben? Sind die da? Jetzt noch einmal das Ding. In Ruhe geht es natürlich. Soll ich? Ah, es kommt zurück. Ich dachte schon. Komm, hopp. Na, mit dem Fuchs fühle ich mich irgendwie sicherer. Der kann viel flinker springen als sie. Und der NPC macht, wie es aussieht, keine großartigen Fehler. Wow. Wow. Okay, nicht zu zweit auf einer Plattform, sonst sinkt sie. Wow, ganz ruhig. Oh Gott. Nicht zu weit, bitte. Komm, 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 komm. Gib doch Gas jetzt, Mädchen. Nein, ich brauch dich hier, komm. Komm, schieß. Ja, wer ist weg hier? Nein! Ich habe doch versucht, mich zu beeilen. Ja gut, dann steuere ich halt sie. Dann sollte das schon mal kein Problem sein, da rechtzeitig anzukommen. Die Gefahren des Eises. Ein Teil lebloser Natur, die natürlich auch zu Gefahr werden kann. Ja, das war aber keine Einladung, dass lebendige Leute kommen sollten, gell? Alter Schneesturm. Der hält mich auf, allerdings auch den Bären, ne? Leicht, komm. Weg hier und Geisterfische. Helft ihr mir? Oder helft ihr ihm? Hopp, 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 hopp. Ah! Wo lang? Hallo! Danke! Ich sehe nichts. Blöder Eisbär. Beansprucht die ganze Kamera für sich. Hau ab! Blöder Bär.
Hau ab! Ah! Wir sinken! Wir schweben. Nein, ja. Die Steuerung ist auch schwammig. Eisbär abgesunken und jetzt Fuchsi, komm her. Der kann die bestimmt wieder kontrollieren. Ja, kommen die jetzt mit? Ja, weiter, 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 weiter. Ja, sie schwimmen, sehr gut. Ey, du bist auch wieder da, hallo. Gelder, gib Gas! Blöder Eisbär. Nein! Für was drücke ich diesen A-Knopf eigentlich? Mein Gamepad ist zwar leicht beschädigt, allerdings nur der linke Stick und auch nicht zur Seite. Das funktioniert noch. Jo! Mädchen, kannst du nicht springen? Bestimmt Sportunterricht da und geschwänzt im Weitsprung. So, und jetzt? Danke. Und weg. Bleib da unten, Eisbär. Kein Bock auf dich. Bisasa ko may akalo nanok. Anak ko bit. Pinatitaka bityo. Kakame nanok. Likat jalay. Dann ist was anderes. Ui. Das dicke Eis verschwindet. Ein Problem der globalen Erwärmung. We're very much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing this change, Inuit were already saying, Sila alangoktok. Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want, because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season is what it is. And actually more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. Ja, die sind natürlich sehr stark betroffen. Wir bei uns merken ja natürlich auch die Folgen, wie zum Beispiel, es wird heißer, dein Eis schmilzt schneller, klar. Aber vor allem hier in diesen eisigen Gebieten, Überschwemmung, Eis bricht. Das kommt natürlich früher zustande. Lan naman na alaw. Aber das ist nicht normal. Wir sind hier nicht in Donkey Kong Country Tropical Freeze. Nein, sei nicht so dumm. Bitte nicht. Danke. Ich dachte, der Wolf wird zerquetscht. Der Wolf-Fuchs? Ich habe irgendein Problem mit den Tieren. Talanikso. Kano ba yak? Ducken hilft? Okay, hier verstecke ich mich nochmal. Apropos Tiere. Zu den Tieren gibt es auch eine sehr interessante Geschichte. Und zwar glaubten
glauben nämlich, dass in jedem Tier eine Art Seele steckt. Also wie bei uns, logischerweise, was man vermutlich nie nachweisen kann. Beziehungsweise nicht die Zeit, die uns noch bleibt, auf Erden. Dass in wirklich jedem Tier eine Seele steckt, und wenn ein Jäger ein Tier misshandelt bei der Jagd, was weiß ich, leiden lässt, zum Spaß tötet, etc., dann kommt so etwas wie das, was wir nennen unter Karma, widerfährt ihm irgendwann etwas Schlimmes. Finde ich sehr interessant. Karma ist von welcher Religion? Weiß ich gar nicht. Oder ist das, nee, ist nichts Gesellschaftliches, ist schon was Religiöses. Ja, woher weiß ich jetzt auch leider nicht. Zu den Tieren, die sie jagen, gehören übrigens Luchse, Rentiere, Bären und Eisbären. Entschuldigung, nicht die sie jagen, sondern die Tiere, die es dort gibt. Ob sie davon alle jagen, weiß ich nicht, und das sind auch nur ein paar davon. Und jetzt schauen wir uns erstmal dieses kleine, geheime Filmchen an, das man ja finden musste, ein bisschen umwegreich. My brother was out seal hunting. He got attacked from behind and managed to grab his knife and save himself. When he came to realize, oh no, it's a mother. We've always known traditionally that we avoid killing a mother. It's always been sacred to us to protect them. He had to present himself to the council, and so he was given the job to mother the baby, and we kept it. It got so big it went over the barricade one day and got to the dog food, and that was an indication that, brother better go teach it how to survive on its own. So he did. I really got attached to the bear because I more or less grew up with it. And some days when brother took him walking, once in a great while he'd put me on the bear and I would ride on it like a horse. I was just happiest little girl in the world. Das ist natürlich die andere Seite der Eisbären. Nicht nur immer gefährlich. Und wie es weitergeht hier in Never Alone, das sehen wir im nächsten Part. Und damit keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich vereise es schon nicht, keine Frage. Bis dahin, ciao.